Nach der umstrittenen Parlamentswahl in Georgien will die Zentrale Wahlkommission die Stimmzettel in rund 14% der Wahllokale neu auszählen lassen. Gestern Abend waren in Tiflis Zehntausende dem Protestaufruf der proeuropäischen Opposition gefolgt, darunter auch die Präsidentin Zurabischwili. Sie und die Opposition sprechen von Fälschung. Auch westliche Wahlbeobachter äußerten schwerwiegende Zweifel am offiziellen Ergebnis, demzufolge die prorussische Regierungspartei Georgischer Traum die absolute Mehrheit gewonnen haben soll. Inmitten des Streits über das Ergebnis der Parlamentswahl in Georgien ist der ungarische Ministerpräsident Orbán ohne offizielles Mandat zu einem Besuch nach Tiflis gereist. Uns soll aber interessieren noch einmal dieser Wahlausgang. Zugeschaltet aus der georgischen Hauptstadt Tiflis ist Stefan Malerius von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Willkommen und guten Morgen hier bei Welt. Es ist schwierig, heute in diesen Zeiten, in den Zeiten sozialer Medien, der Informationsflut, die es gibt, wirklich zu sagen, richtig oder falsch, unterwandert oder nicht. Welche Beweise gibt es denn tatsächlich, dass die Opposition sagt, das ist ein gefälschtes Wahlergebnis durch Russland? Beweise gibt es sehr viele, die sind allerdings einzelner Natur. Das heißt, es hat mal Stimmenkäufe hier gegeben, gefälschte Wahlzettel dort. Was schwierig ist bislang noch, ist, den systematischen Wahlbetrug zu beweisen, nachzuweisen und zu dokumentieren auch. Wir sprechen da in einem Umfang von 250.000 Stimmen, die dem georgischen Traum zugesprochen worden sind. Vermutlich. Das sind die 10%, 12%, die das letztendliche Ergebnis für den georgischen Traum über den Exit Polls liegt. Was bedeutet das praktisch, wenn die Opposition das Wahlergebnis nicht anerkennt jetzt und es auch eine Überprüfung geben soll? Ich hatte es gerade gesagt in dem kurzen Beitrag vor unserem Gespräch. Wie geht es denn politisch weiter jetzt in Georgien? Na, politisch weiter geht es jetzt so, dass nach der Verkündung des amtlichen Endergebnisses, das wir in den nächsten Tagen erwarten, 10 Tage Zeit sind, um die konstituierende Sitzung des neuen Parlaments anzuberaumen. Die Opposition hat gesagt, sie wird ihre Mandate dann nicht wahrnehmen. Das heißt, nur der georgische Traum wird dann in das Parlament einziehen. Und ob das dazu kommt, das steht auch noch nicht ganz fest, denn die konstituierende Sitzung müsste eigentlich per Verordnung von der Präsidentin einberufen werden. Und die hat ja angekündigt, das Ergebnis ebenfalls nicht anzuerkennen. Und deswegen ist die Frage, ob sie das Parlament überhaupt zusammenkommen lässt zur ersten Sitzung im Mitte November. Herr Malerius, sagen Sie uns mal was über die georgische Gesellschaft, über die Zerrissenheit, die es in dem Land auch gibt. Also zwischen Georgiern und ich nenne sie mal russischen Georgiern. Vielleicht nicht russischen Georgiern, sondern pro-russischen Georgiern. Die sind aber nicht besonders viele. Die Gesellschaft ist in der Tat tief gespalten. Es gibt eine Polarisierung, die den politischen Diskurs, aber auch den medialen Diskurs durchzieht und die sich auch in die Gesellschaft fortgepflanzt hat in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren. Da sehen wir auf der einen Seite eine überwältigende Zustimmung für Europa, für eine und Einbindung Georgiens. Die Umfragewerte für die Europäische Union liegen konstant eigentlich in den letzten 20 Jahren bei 80%, 75, 80%. Auf der anderen Seite hat auch der georgische Traum seine Zustimmung, die allerdings zunehmend weniger freiwillig ist. Also das Wählerpotenzial dieser Partei, das liegt vielleicht bei 15%, vielleicht bei 20%. Aber es ist eine Staatspartei, die in den letzten Jahren systematisch versucht hat, sich die staatlichen Institutionen, das ist die Wirtschaft, das ist das Justizsystem, das sind die öffentlichen Verwaltungen, auch in den Regionen angeeignet hat, sodass ganz, ganz viele Menschen einfach finanziell und auch politisch abhängig sind von dieser Regierung. Und diesen Druck, der ist in den Wahlen, aber auch im Vorfeld der Wahlen sehr systematisch eingesetzt worden. Wir haben es auch eingangs des Gesprächs gesagt, Herr Orbán ist nach Tiflis bzw. nach Georgien gekommen. Was ist das für ein Zeichen? Was will der da überhaupt?
Na, Orban hat im Prinzip ist zur Unterstützung seiner Weggefährten geeilt, die man in dem georgischen Traum findet in der Regierungsspitze. Er ist aber sehr isoliert in Europa wieder einmal. Es hat keine einzige europäische Regierung gegeben, die dieses Wahlergebnis bislang anerkannt hat. Auch Gratulation an den georgischen Traum hat es von Europa aus nicht gegeben. Ganz im Gegenteil. Viele Europaparlamentsabgeordnete und Vertreterinnen von Regierungen der Mitgliedstaaten haben auch starke Zweifel geäußert an der Rechtmäßigkeit dieses Ergebnisses. Zum Teil ist aus dem estnischen Parlament zum Beispiel auch schon Stellungnahmen, konnten wir Stellungnahmen beobachten, die die Legitimität sowohl des Ergebnisses als auch der Regierung dann in Zweifel stellen. Orban ist ein weiteres Mal am Beispiel von Georgien mit seiner politischen Position hier sehr isoliert. Recht vielen Dank, Stefan Malerius von der Konrad-Adenauer-Stiftung nach Tiflis für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Kuhn.